So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear Solid Tagesbonus schon wieder halten. Ich nehme doch immer noch die gleiche Aufnahmesession auf, du Trottel. Oh, Datenbank haben wir auch noch was bekommen, geil. Wir gucken uns das natürlich alles mal genau ein bisschen an. Heute, so, was haben wir denn? Jawohl, wird auch noch verrückt. Was einfaches Metall 5000, Tagesbonus angenommen, kennst dich aus. So, höhere Stufe, Bericht. Legendärer Soldat. Yeah, schnelles Nachladen, geil, freue mich. Jo, da kommen doch einige S-Soldaten, sehr schön. Gut, dann gehen wir auf die Datenbanken. Enzyklopädie hat er gemacht. Denn wir haben einen ganz seltenen Rotfuchs bekommen. Und der müsste hier irgendwo sein, hat er gemeint. Der müsste hier irgendwo sein, hat er gemeint. Na, ihr seht schon, wir haben schon einiges rausgeholt. Warte mal, ich möchte nochmal von vorne. Okay, es fehlen 1, 2... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh, hier haben wir den Rotfuchs, ein Mitglied der Gattung Vulpus, die überall in der nördlichen Hemisphäre verbreitet ist. Wenn man den Begriff Fuchs benutzt, ist damit oft eben diese Spezies gemeint. Der Fuchs ist bei den Menschen seit alten Zeiten wohlbekannt und taucht in der Folklore immer wieder als listiger Gauner auf. Die Fuchsjagd, bei der Hetzhunde zum Einsatz kommen, ist in einer Handvoll Länder in traditioneller Sport. Übrigens, Fuchs heißt auf Lateinisch Lupo. So, dazu mal 12. 13. Ach, 13 Viecher fehlen uns noch. Ist ja gar nicht mehr so viel. Da haben wir alles. Codenamen. Ich glaube, da haben wir Codenamen alle. Das wäre ja cool, ne? Das wäre cool, hat er gemeint. So. Ich wollte doch die externen Aufträge, da wollte ich doch noch mal was machen. Ich glaube, da können wir nämlich schon wieder was machen. Wenn ich mich nicht recht irre. Please select a mission. Und so ist es. Wie schaut es jetzt hiermit aus? Ach, das wird einfach nicht besser. Was? Dann hauen wir sowas raus. Unit dispatched. So, dann passt das auch soweit. Gut, dann... ja, haben wir hier Kassetten, gleich 4 und die werden wir uns heute mal alle anhören. Ich wollte es in der gestrigen Folge nicht mehr machen, dann wäre es auch wieder zu lang geworden. Deswegen haben wir das heute alles auf heute verschoben. Und zwar Bericht des Informanten, Teil 1, Teil 2 und Teil 3. Ich werde das nicht unterbrechen, sondern wir hören uns jetzt einfach mal an und werde dann später vielleicht noch was dazu sagen. Also, Mats ab! We finished decoding the informant's report. That floating kid we've run into a few times now. Looks like he was a test subject in clinical experiments. The Soviets called him the Third Boy. The Third Boy was brought to a lab on the outskirts of Moscow from Czechoslovakia, after which he was due to be sent to a research center in Leningrad, then Siberia, and finally an academic town in Novosibirsk. It doesn't appear that the researchers witnessed the talents we've seen from him, but nevertheless he was quite the popular subject. His latent cognitive abilities suddenly awoke en route to Moscow. According to the report, the Third Boy was easily influenced by other individuals' biofields. Evil thoughts, in particular. They affected his mind like a virus. Extreme anger or resentment, motives for revenge, in other words. Now, during the transport flight to Moscow, the boy was exposed to a powerful mental energy field coming from a certain individual. Ever since, being conscious of his powers, he's become a sort of energy generator. What's unique about him is the way his acute telepathic abilities get taken over by another person's will. The boy began to physically parasitize individuals experiencing extreme anger and codify the host's desires. This includes amplifying the host's natural strengths.
Or, in accordance with the host's desires, he can also implant program code in another individual, making them a puppet, essentially. Human neural synapses transmit weak electrical currents between neurons. These electrical currents, though at a level difficult to observe, warp the magnetic field outside the body. The third boy is able to pick up these weak fluctuations. Contrary to psychotronics, which involves controlling the human mind, his abilities as a receptor are too high. The emotions he picks up from another individual are amplified and unleashed into his body as they recur in his brain. They turn into microwaves, which then affect the physical world, triggering paranormal phenomena like the spontaneous combustion of organic matter or psychokinesis, moving an object without touching it. There's one other thing. While he's parasitizing a host, the boy's ego gets shut away, allowing the will of the host to take control of his powers, like some annoying static drowning out your own voice. That means he isn't responsible for what's been happening. Somebody's extreme anger has manifested through the third boy's powers in ways none of us could have predicted, which would mean this was going on somewhere around us. Looking back on it, a lot of things make sense now. The man on fire, Sahelanthropus, they both came to life thanks to the third boy's powers. Everything has been happening through him as a catalyst. We first saw him in the hospital on Cyprus. The boy parasitizing the man on fire's desire for revenge gave him his new abilities in return. He next appeared at the Hamid Fighters Fort where the honeybee was hidden. There, the boy parasitized Skullface's vengeful mind. He controlled Sahelanthropus, making it do whatever Skullface wanted. Same goes for when we extracted Emmerich onto the chopper. When he appeared at the Devil's House in Central Africa, Skullface's will controlled the man on fire via the third boy's powers. Everything is clear up to this point. But even the informant couldn't pinpoint who the host was in the cave within Serac power plant. Sahelanthropus suddenly became active, then crushed not only the man on fire, but Skullface as well. Surely neither of them could have been the host. Who else was at that location and bore anger more extreme than either of them? Whose will was controlling Sahelanthropus? According to the report, emotions transmitted in children's brains affect the surrounding magnetic field more strongly. Cerebral nerves are covered with insulation called myelin sheaths to increase impulse speed. The reason for this leakage has to do with the fact that children's myelin sheaths are still developing. So, how many children do you remember being there? Children with a burning desire for revenge and bearing a grudge against you. I can think of only one. Eli. We don't know what kind of life he's had, but the resentment he's shown toward adults is nothing short of extraordinary. The third boy resonated with Eli's mind. And that means Eli bore the strongest animosity of all individuals within the boy's reception range, estimated to be a 3-mile radius, beating out even Volgin and Skullface. The third boy has probably remained hooked on Eli's anger since. You remember at the Devil's House, the third boy showed an interest in Shabani? That must have been his ego making a rare appearance. He may possess abilities far beyond anyone else in the world, but he's still a kid. Maybe them both being kids was enough to bring them together. And if so, maybe with Eli, he isn't feeding off him, but acting in symbiosis with him. So what kickstarted the third boy's powers? If we look at the location and time that his plane went down, we can make a pretty good guess. When the plane experienced the first anomaly, it gave an accurate report of its position to a control tower, due north of the Black Sea, 125 miles east of Kiev. Dead south on the Black Sea is Cyprus's Green Line. So the plane's position was directly north of the hospital where you'd been asleep for 9 years. And this anomaly was reported at exactly the same time that you woke up. The plane was enveloped in flame from the inside out. The fuselage burnt to ashes. There were no survivors, at least not publicly admitted. Your thoughts formed a synchronicity with the boy's psyche and were amplified inside his brain. That would have been more than enough to trigger his abilities.
Your rage was like a big bang in his head, blowing the lid off his powers. The boy was then secretly moved to the lab outside of Moscow where Volgin was comatose. There, Volgin's thoughts resonated with the boy and he was awakened. Volgin became the man on fire, hell-bent on getting revenge on you. His instincts led him straight to you. Skullface knew Volgin from Operation Snake Eater, or perhaps from even before. Monitoring this pair of extraordinaries, he discovered the hospital and sent his assassin and XOF. Skullface was probably watching the situation from close by. Then, realizing how useful these two test subjects could be, he approached them. Reacting to Skullface's thirst for revenge, this time the boy let Skullface's will control Volgin. Volgin, at times driven by personal revenge, at times through Skullface's will, kept on moving, though his body was little more than dead meat. Perhaps there were moments where even your thoughts affected him as well. But without the boy's power, it was like the plug had been pulled from the socket. Everything was powered by anger, malice, revenge. This is how the end of the report sums things up. Both the third boy and the man on fire were originally test subjects of paranormal research for military applications. Like telekinetically controlling the leader of an enemy nation and making him launch a nuke. Or stopping the heart of someone on the wrong side of the Berlin Wall. Experimenting with latent human abilities. They were used as tools of the Cold War. The boy's only crime was being born with unique gifts. But he was sacrificed on the altar of war. His life reduced to slavery under other people's wills. Turned into a living weapon with no will of his own. And eventually the only emotion he could feel must have been the desire to get revenge for the hand he'd been dealt. Boss, it's you that awakened the boy's powers. But there's more to it than that. I guess the anger emanating from you was something he could truly relate to. Ja, jetzt bin ich schuld, oder? Dass der so ist, wie er ist. Alter Verwalter, aber sehr interessant, ne? Und dieser Eli, ich hab's gewusst, dass mit dem irgendwie was ist. Und ich glaube, da wird noch einiges auf uns zukommen mit dem Typen. Mit Eli, mit dem Jungen. Okay, machen wir weiter noch zu guter Letzt Katsuhira Millers Hamburger. Wir haben hier die Essgewohnheiten Code Talkers, dann haben wir die Forschung gehabt und jetzt kommen Katsuhira Millers Offenbarung. Feeling hungry, old timer? Old timer. I do not get hungry, no. But you have a new hamburger? You guessed it. And this time we used lamb. Lamb. You're not a lamb kind of guy? A hamburger is made of beef. Who ever heard of a hamburger without beef? Yeah, but we gotta stay fresh, stand out from our competition. You're what? Just give it a try. If you say so. Not bad. But I cannot call this a hamburger. I thought we were onto something this time. Maybe the problem is that it looks like a regular hamburger. Gotta think outside the box. Too much baggage if they come in expecting just another burger. Let's see, cotton candy? To make it look like a sheep? Yeah. Just a minute. You really think people would eat that? What is it you are planning? Are you using me? A taste tester? A one-man focus group? Well, actually, I've already started. I got a place called, Miller's Maxi Buns. You are kidding me. Well, to be honest, business hasn't been great. No one seems to like my, buns. The Ocelot said Diamond Dog's budget did not add up. But you don't mean to tell me. What? No. Our black budget's got it all covered. I'm not embezzling GMP or anything. Still, let's not say anything to Snake, okay? Very well.
However, Kazuhira, it takes more than premium ingredients and a clever recipe to satisfy the palate. Okay, so what do we do? The palate seeks one thing: chemical additives. Chemical additives. There is nothing mysterious or spiritual about good flavor. The tongue simply identifies specific amino acids, which the brain then recognizes as appealing. Therefore, all that is needed is to chemically isolate those amino acids and incorporate them into your products. To be clear, I speak of flavor. The rest is irrelevant. That seems a little extreme. Do not forget that I am a scientist after all. And using science for the benefit of others is a joy. In seeking coexistence with nature's blessings, not everything can remain in its natural form. When we fall ill, we must be treated. Otherwise, that very nature could cost us our lives. Agriculture is one of nature's many blessings. But through that process, we damage the surrounding vegetation. Yeah. Whether it's a massive farm or a tiny field, we always leave our mark on the land. The same is true of parasites. And for food preparation. If tapeworms in the raw meat of another animal enter the human body, they roam around trying to find their usual habitat. Sometimes even eating away at the brain in their confusion. So in looking through a scientific point of view, you see the necessity for processing food. Yes, it is also sometimes necessary to eliminate certain parasites, or selectively use or even modify others. Alternatively, we could say that if a man is part of nature, the work he does is also part of it. What is important is the balance. Yeah, you're right. Thanks, old-timer. You really opened my eyes. I fooled myself into thinking people today wanted high-quality, all-natural goods. But my favorite burgers were never about that. What they want is something like the first burger I had in America when I went to meet my dad. A Frankenburger loaded with additives. That's the America I knew and loved. I'll be back in a jiffy, old-timer. My next burger's gonna knock your socks off. Kazuhira, wait. What is important is how we balance the... quick for a one-legged man. Frankenburger. What kind of a dive did your old man take you to? Alter, wie geil! Frankenburger! Alter, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Vielen herzlichen Dank, Hideo Kojima, für diesen Frankenburger, Alter. Und ich wusste ja, dass das... Ich habe es mir jetzt gerade schon im Laufe des Gesprächs gedacht, dass das doch irgendwie... Ja, ein Pseudonym ist, dieser Burger, für irgendwas. Aber ich denke, da wird es um diesen Parasitenanzug gehen, ne? Wie man das irgendwie, ja, noch verbessern kann, modifizieren kann. Kazuhiras Frankenburger, Alter. Wie geil ist denn das, Alter? Ich feiere das gerade so, Alter. Yes! Ach, ist das cool. So. Was ich machen wollte ist... Genau, ich wollte ja die Mission mal geben. Außergewöhnliches. Filmdose gesichert. Spukmei-Ruinen erobert. Filmdose vor dem Eintreffen der Verstärkung gesichert. Gänsegeier bei den Spukmei-Ruinen rausgeholt. Nein, im östlichen Waspochen der Spukmei-Ruine festgehaltene Person. Rausgeholt, im Osten. Okay, aber das ist, denke ich mal, auch... Macht da Schalterfunktionsspezialist. Ich denke, der war da in diesem Wachposten. Das Schwierigste wird das sein, wirklich die Spukmei-Ruine erobern.
Aber okay, hätten wir das auch. Und ich möchte aber nochmal auf die Motherbase gehen. Beziehungsweise auf die Tierschutzplattform. Denn die haben ja diesen Rotfuchs gefunden. Und die möchten wir uns mal anschauen noch ein bisschen. Warum? Ich keine Ahnung, ich mag das einfach. Ach, ist das schön. Alter, aber wie cool, ne? Frankenburger. Ich freue mich, ja, ich bin ja ein Patriot, ne? Was das angeht, ich bin ja Franke durch und durch. Deswegen erfüllt es mich mit mehr als nur mit Stolz, wenn da ein Frankenburger reinkommt. Ganz ehrlich, ich feiere das gerade riesig. Wirklich sehr, sehr geil. So. Wir können wieder was herstellen, hat er gemeint. Dann machen wir das doch gleich mal. Externe Aufträge. Wir haben aber, glaube ich, auch noch mal eine Nebenmission dazu bekommen. Wir machen aber mal was Normales, hat er gemeint. Wir werden mal diese ganze GMP machen. Unit dispatched. Das machen wir auch noch. So viel Zeit muss sein. Unit So. dispatched. Ui, hier sind die vielleicht drinnen. Wow, wow. Dann auch noch mal wow, wow, dass die nicht miteinander streiten. Ne? Hier sind die Bären. Ja, wo ist der Rotfuchs? Der ist auf jeden Fall nicht hier. Aber wir markieren die natürlich mal alle. Alter, wie die schnaufen, ne? Und die schnaufen ja wirklich so auch, die Viecher. So, dann hätten wir doch das gepflegt markiert. Da muss ich raus. Da drüben, jetzt weiß ich aber langsam, ne, wie ich hochgucken muss. So, auf in die Kontore. Alter, wie cool, ne? Da muss ich jetzt erstmal klarkommen, jetzt laufe ich tatsächlich ganz außerdem. Ist das irgendwie markiert? Hier müssten die sein, oder? Theoretisch. Eieiei, diese Geier. Und ich habe ja da so Vögel gesehen, ne? Aber da habe ich mir nichts dabei gedacht, ob das wirklich so ein Geier ist. Alter Verwalter, sehr cool. Okay, wir gehen mal darüber. Ich glaube, da drüben sind die Pflanzen, ne? Und ich sehe hier einen Diamanten. Geil. Nehmen wir doch mal gleich mit. Da hat doch hier der Diamant gepinselt, oder nicht? Auf dem Rohr. Wo bilde ich mir jetzt das ein? Oh, Frankonia, was hast du denn da wieder da? Stimmt, hier konnten wir, glaube ich, runter. Ich glaube, das war doch tatsächlich hier. Aber wir schauen jetzt mal, ob hier, also hier haben wir die Schafe, aber ob hier dieser Rotfuchs ist. Ich frage mich, warum die nicht hier sind. Okay, man muss auch so sagen, dass hier doch die Viecher, wir gehen jetzt mal
Nicht hier runter, sondern das muss doch, glaube ich, auch hier irgendwo angezeigt sein, oder? Ist das vielleicht gar hier? Okay, da geht es auch noch wieder die Treppen auf. Okay, da müssen wir, glaube ich, doch auf die andere Seite. Na, Snake. Ach, ist das cool. Okay, was? Wir probieren es jetzt wirklich hier nochmal. Ne, hier ist auch nichts. Okay. So, lauf mit dir. Oder war die Plantage tatsächlich hier unten? Dass die hier noch wo reinkommt ist. Ich weiß es einfach nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Halt, da müssen wir klar. So, Wetter klar auf. Schere. Dann, fuck. Da habe ich jetzt allerdings arg schmarrig gemacht. Kann ich eigentlich hier mit dem LKW nehmen? Ja, die Tierschutzplattform ist doch ein wenig weiter weg. So, dann gehen wir jetzt noch darüber. Ach, ihr glaubt gar nicht, wie ich das jetzt feiere in den Frankenburger. Da hätte ich gerne das Rezept. Alter, ist das geil oder ist das geil? So, was haben wir hier für Geusbeck? So, die werden natürlich alle gepflegt markiert. Aber keine Ahnung. Gut, was? Dann hätte ich gesagt, hol mir noch mal den Heal. Please select a landing zone confirmed. Tiere erschrecken, bitte. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. Weil da jetzt wieder der Heal kommt. This is B-Quad. On station at LZ. Und dass hier wirklich keine Person ist, ne? Dass das auch nicht bewacht wird. Doch, alles sehr merkwürdig. So, weißt du was? Jetzt gehen wir, kommen auf die Kommandoplattform. Scheiß drauf. Da werde ich jetzt aber auch nur noch mal duschen. Was tun, wenn sie entdeckt werden? Steht ein Feind kurz davor, dass sie entdeckt erscheint, eine weiße Feindpräsenzanzeige in Richtung des Feindes. Wenn sie einen Kampf aus dem Weg gehen möchten, entfernen sie sich von dieser Position zum Beispiel durch vorsichtiges Kriechen. Und nichts anderes. Ja. So. Ja, Snake, gezeichnet von den schweren Kämpfen, die wir schon seit fast 400 Folgen erleiden mussten. Aber Quiet schaut auch recht beieinander aus, ne? Aber ist ja Filmblut, ne? Ist ja kein echtes. Bei mir ist es echtes. Ein Traum. So, wie gesagt, jetzt gehen wir hier da doch nochmal duschen und dann werden wir da weitermachen. Das ist ja auch schon wieder fast eine halbe Stunde, ey. Die Zeit geht immer so schnell vorbei. Wahnsinn. So, Jungs.
Welcome back, boss. Analysis Ja. complete. Analysis complete. Nicht hochdrehen hier gleich. So, wir rufen natürlich den Heli wieder. Please select landing zone confirmed. Dürfte jetzt eigentlich auch gleich wieder kommen. Der eigentlich erwarten könnte. Schade, dass ich das nicht sagen kann. So, ihr Zipfelklatscher. Got time to train with me? This is Speedquad. On station at LC. Jetzt ich muss schon sagen, dieses Tarnmuster vom Heli finde ich schon cool. Gefällt mir, hat wirklich was. Gaining altitude. So bald, auf zum nächsten Missionsziel. Das schauen wir uns aber dann morgen an. Was wir da als nächstes machen, da bin ich schon gespannt. Und ja, jetzt wieder auf der Luftkommandobrücke. Ist das da ein Stuhl? Da oben? War das da ein Campingstuhl? Man weiß es nicht. Naja, was soll's. Liebe Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Überleben im feindlichen Gebiet, fressen was geht. So. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bye bye. Herzlichen Dank an Hideo Kojima für diesen Frankenburger, dass du den reingebracht hast. Ich glaube, ja, das ist ein Zeichen. Ich glaube, dass wir uns mal kennenlernen sollten. In diesem Sinne bedanke ich mich. So, guten Hunger und ich werde mir jetzt auch den Frankenburger, denke ich, genehmigen. In diesem Sinne, macht's gut. Euer fränkischer Let's Player Frankonia. Dankeschön fürs Zuschauen. Servus.